Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute ein kleines Zusatzvideo, denn es sind ein paar News erschienen, die wollte ich euch heute Abend noch zeigen, ja, bevor es dann morgen um 15 Uhr dann in alter Manier weitergeht. Und zwar gibt es ein paar Update-News, ja, die konnte ich natürlich jetzt erst aufnehmen, da ich jetzt erst nach Hause gekommen bin. Und ja, die Update-News betragen sich momentan auf Welt 1 und 31 und werden dann morgen weiterhin noch aufgetragen. Ne? Und ja, wir scrollen mal ein bisschen runter. Also auf meinem Server ist das soweit schon drauf, teilweise, alles auch noch nicht. Denn ja, in der Stadtansicht wird schon ein bisschen gespoilert, dass es wahrscheinlich dieses Mal, oder nicht wahrscheinlich, dass es definitiv einen neuen Elevator geben wird. Ja, der Elevator ist bei mir hier noch nicht zu sehen auf S31. Ich hatte mich über S1 eingeloggt, also ich habe den Char importiert, weil das war letztes Mal das Problem gewesen, aber ist nur teilweise drauf, das Update jetzt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Gildenkampf anschaue, das neue Feature unter anderem ist hier zum Beispiel Kämpfe vorspulen. Ja, die Geschwindigkeit ändern hiervon, das funktioniert auf jeden Fall jetzt schon auf meinem Server. Und ja, ist auf jeden Fall ganz nice to have. Aber ansonsten schauen wir mal, was uns sonst noch so erwartet. Also, wir haben hier allgemein die Abspielgeschwindigkeit von Kämpfen. Genau, das haben wir jetzt ja gesehen. Und jetzt haben wir hier den Elevator am Start. Ja, der wird wieder heimkehren, ne? Der zweite Elevator jetzt insgesamt. Und ja, es gibt ein paar neue ein paar neue Orte und Gegner zum Thema Verrat diesmal. Ja? Gegner im Elevator haben nun Elementarschäden und Resistenzen, was ja vorher anscheinend auch noch nicht so gewesen ist. Dann, was Neues hier, Höllenmarken, Sammelaktionen hinzugefügt. Diese gibt Belohnungen für die täglich gesammelten Höllenmarken. Also, wenn man noch aktiver ist beim Höllenmarken sammeln, Schrägstrich Farmen, wird man vielleicht dadurch sogar noch mehr belohnt, als wenn man nur täglich so seine, was weiß ich, seine 15 Angriffe waren das, glaube ich, irgendwie pro, ich weiß gar nicht mehr, wie das, ich glaube, jede halbe Stunde oder so hat man eine Schlüsselkarte bekommen, ne? Irgendwie so war das gewesen, ja. Und dann gibt es noch was Neues hier, und zwar Belzebubs Shop hinzugefügt. In diesem können Schleckereien gekauft werden, die einen positiven Effekt auf die Kampfkraft im Elevator haben. Ja, der Belzebub, glaube ich, eine Art Dämon oder sowas, oder Dämon aus der Mythologie, ja, keine Ahnung, bin da nicht so bewandert in der Sache, aber ich glaube, dass der Belzebub kann als ja, andere Bezeichnung für den Teufel, glaube ich, gesehen werden. Deswegen ja, bin ich gespannt, wie der denn auch aussieht. Und was halt sehr interessant ist, es gibt halt neben den Waffen- und Zauberladen jetzt noch einen weiteren Shop einfach so exklusiv für den Elevator, wo man sich anscheinend wohl Sachen kaufen kann. Ja, die dann halt eben, ja, einem im Elevator selbst voranbringen. Also sowas Ähnliches, vergleichbar wie zum Beispiel sich irgendwelche Buffs kaufen im Legendary Dungeon. Ne? Ja, so denke ich mal, dass das so einigermaßen... Ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Schleckereien können gekauft werden. Also irgendwelche temporären Buffs oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, ansonsten Pfingstpad kann gefunden werden. Das ist auch sehr wichtig. Fehlt mir, glaube ich, noch auf W50. Verbesserung allgemein. Die internationalen Spielewelten sind in der Spieleweltliste nun gesondert aufgeführt und nicht mehr unter den länderspezifischen Spielwelten aufgelistet. Kämpfe, unbeabsichtigte Doppelangriffe durch zu schnelles Drücken des Angriffsbuttons werden nun effektiver verhindert. Mobile Apps, Verbesserung, automatische Erkennung, hochkant, ja, ist nice. Elevator, 3 verschiedene Icons, Belohnungsfenster zur besseren Unterscheidung der gewinnbaren Charaktergründe. Gesperrte Mitglieder werden beim Elevator nun für Gildenmitglieder gekennzeichnet und deren Höllenmarken nicht berücksichtigt. Auch interessant. Gilden erscheinen erst in der Elevator-Rangliste, wenn diese mindestens eine Höllenmarke besitzen. Mhm.
Okay, so weit runter habe ich, glaube ich, nicht gescrollt beim letzten Mal. Die Rangliste der eigenen Gilde wurde um Spielerlevel, maximal erreichtes Stockwerk und aktuelles Stockwerk erweitert. Das ist auch sehr interessant, ja, also noch weitere Unterteilungen da, das ist immer sehr gut. Ehrenhalle, die eigene Position wird in der internationalen Gilden-Ehrenhalle nun hervorgehoben. Das ist ganz interessant. Also es geht ein bisschen in die internationale Richtung auch, ja, das haben wir uns ja auch gewünscht, also sehr, sehr cool. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein paar behobene Fehler, Daily Login-Kalender, ja, da haben wir hier ein bisschen was, Steuerung, Abhakliste, ein paar Fehler behoben hier, muss ich sagen, hatte ich jetzt nichts weiter großartig mit. Der Timer der Schlüsselkarten zeigt jetzt immer die richtige Zeit an, okay, das war wohl auch ein Fehler, ich dachte, da haben sie vielleicht die Zeit an sich geändert, wäre auch cool gewesen. Druiden, ja, ja, tangiert mich jetzt nicht so doll. Taverne, Schmied, zu lange Namen, Kampfpostgewinne werden nun nicht mehr doppelt angezeigt. Hatte ich auch nie gehabt, muss ich sagen. Aber ja, wenn es aufgetreten sein sollte, dann ja, wurde es jetzt behoben. Wir gehen die Tage dann auch noch genauer drauf ein, also seid gespannt und vor allem habt einen schönen Tag. Ja, ich bin gespannt und werde euch natürlich auch dementsprechend sofort Informationen weitergeben, sobald sie dann halt veröffentlicht werden. Und ja, sobald ich in der Lage bin, euch diese Informationen weiterzureichen, werde ich das auch umgehend machen. Ne? Ja, hier nur nochmal eine kleine Anmerkung, dass die Welt neu gestartet wird. Und ja, das ist soweit erstmal das Update. Was halt ganz cool ist halt, dass wir das, wenn es funktioniert, weil eigentlich müsste das hier schon angezeigt werden, dass hier der helle Wetter bald startet. Wenn es funktioniert, so wie man sich das vorstellt, dann ist halt S1 und S31 jetzt wohl anscheinend, sind wohl die ersten Server, wo halt eben die neuen Updates aufgespielt werden, weil wie gesagt, das hier ist ja auch Teil des neuen Updates und das ist ja schon drauf. Deswegen gehe ich mal von aus, dass wir hier auch auf der aktuellsten Version 12. Ja, Version 12 müsste es sein, die jetzt hier neu hinzugefügt worden ist. Und ja, das auf jeden Fall zu den Informationen, die ihr wissen müsst. Ja, das Freezen kommt genau richtig, jetzt wo ich das Video beenden wollte. Das ist leider immer noch ein Problem, was ich sehr stark momentan vertreten ist bei mir. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ihr habt ja letztes Mal ein bisschen was dazu geschrieben. Bei den einen oder anderen ist das Problem auch. Und ja, ich hoffe mal, da wird auch schnell das Problem gefunden, weil das ist wirklich sehr, sehr nervig. Ich muss am Tag mehrere wirklich ganz, eigentlich alle 10 Minuten, kannst du so sagen, muss ich eine Seite neu laden, weil es halt freest irgendwie so. Ne, wenn ich jetzt aktiv SF spiele. Nicht mal alle 10 Minuten. Es passieren irgendwelche Fehler und dann freest das. Naja, gut. Ist aber auch egal. Das soll soweit gewesen sein. Kleines Update-Video, kleines News-Video. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das kommende Update, auf den Elevator. Und ja, bin gespannt. Vor allen Dingen auf den Shop, den es da dann zu sehen gibt. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.